Hallo und herzlich willkommen bei Enforce Tech TV, der digitalen Plattform der Enforce Tech in Nürnberg. Wir sind hier bei Weber Rescue, die zum ersten Mal auf der Enforce Tech ausstand, zusammen mit Lukas. Schön, dass wir da sein dürfen. Und wir gehen kurz über das Firmenprofil und natürlich auch die Produkte der Firma Weber Rescue. Gut, dann steigen wir ein. Wie schon erwähnt, erstmalig als Aussteller hier dabei auf der Enforce Tech in Nürnberg. Wir als klassische Hersteller für Rettungsgeräte haben die Parallelen zwischen der technischen Hilfeleistung für das, was unsere Produkte ursprünglich gedacht sind, erkannt und haben daher den Weg in dieses taktische Thema gefunden. Zusammen mit der Firma Opcon, also Kooperationspartner, die wir später im Video dann auch noch sehen und vorstellen werden, haben wir einfach Produkte dabei für die gewaltsame Türöffnung, also sprich Zugangstechniken, wo wir Rettungsgeräte ursprünglich in der technischen Hilfeleistung einsetzen, um eben Patienten bei Verkehrsunfällen oder technischen Hilfe zu leisten. Und mit diesen Gerätschaften kann man aber auch einfach die Brücke schlagen, um auch im Feuerwehrbereich Türen zu öffnen, was aber ganz klar auch diese Branche betrifft, um einfach den Zugang zu Gebäuden oder Objekten zu ermöglichen. Ihr operiert sozusagen mit euren Produkten linien- oder grenzübergreifend, weil oft die Interessen die gleichen sind, sprich ob das jetzt Behörde oder Feuerwehr ist. Also das Ziel des Eindringens, des gewaltsamen Eindringens ist oft das gleiche und da macht es Sinn, natürlich die Einheiten oder die Feuerwehren dementsprechend auf die Geräte zu schulen, dass zum Beispiel auch ein übergreifender Einsatz der Geräte stattfinden kann. So ist es. Wir mit unseren Rettungsgeräten, ich würde es mal so formulieren, haben die gleichen Mittel und den gleichen Weg, nur das Ziel ist, wie schon erwähnt, vielleicht ein anderes. Aber grundsätzlich geht es einfach darum, dass wir zum Beispiel mit Spreizern, mit Kombigeräten sowohl schneiden als auch spreizen können. Und dieser Spreizer, man sieht es später dann an der Tür, verhilft einfach dazu, schnellen Zugang zu Objekten zu erlangen. Ja. Mit was geht es denn los? Oder was ist so das Standardgerät, wo du sagst, das geht eigentlich immer oder das verkaufe ich am meisten oder das macht für eine Einheit oder zum Beispiel den Feuerwehreinsatz im Auto am meisten Sinn? Also beim klassischen Einsatz am Fahrzeug ist Schere, Spreize. Und diese beiden Geräte kombinieren wir einfach im sogenannten Kombigerät, was dann jetzt wieder für diesen Einsatzzweck bei Behörden wesentlich spannender ist. Oder wir können das Ganze aber auch noch etwas feiner spezifizieren. Da gibt es dann die sogenannten Door-Opener, die wirklich rein für Türöffnungen, also das Aufbrechen da sind. Und es hat beides seine Bewandtnis irgendwo und seine Berechtigung. Es kommt immer ein bisschen auf den Anwendungsfall an, aber das würde ich sagen, gucken wir uns dann einfach direkt an der Tür an, wenn wir über die Produkte gehen. Natürlich ist auch für den Bereich oder die Einheit, die das nutzt, sei es jetzt Feuerwehr oder die Behörde, ist natürlich Gewichtsreduktion auch ein großes Thema. Das heißt, ich schleppe keinen Spreizer mit, wenn ich keinen Spreizer brauche oder wenn die Mission, nenne ich es jetzt mal so, das nicht erforderlich macht. Also dann schleppe ich nicht unnötig irgendwas mit, was ich am Ende gar nicht brauche. So ist es. Wir haben Gerätschaften, die klassisch mit Handpumpe betrieben werden. Die sind natürlich vom Gewicht her etwas niedriger angesiedelt. Wir sprechen da so ca. 10 bis 12 Kilo, je nach Setup. Und können uns dann aber über akkubetriebene Gerätschaften ein bisschen im Gewicht steigern, erreichen aber da auch 15 bis 18 Kilo, so in dem Dreh rum. Heißt, wir sind sehr mobil unterwegs, wir sind sehr schnell unterwegs und einfach ortsunabhängig, was eben gerade für diese Einheiten wichtig ist. Wollte ich gerade mit einhaken, also gerade bei der handbetriebenen Geschichte bist du natürlich auch autark, was Energie oder Energieversorgung betrifft, was es natürlich für den Einsatzort schier grenzenlos macht. So ist es. Weiteres Merkmal von dieser Handpumpe ist einfach, wir haben keinerlei Betriebsgeräusche. Stört uns jetzt im Feuerwehrsegment ursprünglich mal nicht, aber gerade für Behörden und Einheiten ist es wieder von Vorteil, wenn man da leise agieren kann. Aber auch mit den Akkugeräten, wir schalten diese ein, sind sofort einsatzbereit. Also im Falle eines Zugangs oder Zugriffs, es sind wenige Sekunden, wo man ein bisschen Krach am Start ist und dann ist man aber auch schon drin. Ja, dann machen wir direkt weiter mit dem nächsten Produkt und das wäre in dem Fall? Ich würde sagen, wir starten mit den Door-Openern. Das ist nicht ein Einzelprodukt, sondern wir haben da verschiedene in der Auswahl im Portfolio. Wie schon erwähnt, starten wir beim DO105. Das wäre ein Door-Opener mit Handpumpe. Aber auch in dem Bereich haben wir schon an die 4 Tonnen Kraft, die wir auf so eine Tür aufbringen können, um diese dann aufzubrechen.
können uns dabei steigern bis hin dann wieder zum erwähnten Akkugerät. Das wäre unter DO 140, bezieht sich dann auf die Öffnungsweite von dem Gerät, 140 mm, die als Stempel letzten Endes gegen das Türblatt drücken. Und da sind wir dann schon in Bereichen von 10 Tonnen Druckkraft letzten Endes, die wir zum gewaltsamen Öffnen nutzen können. Das ist schon eine Hausnummer dann auf jeden Fall, ne? Ja. Zum Verstell- oder zum Pumpbereich, wie muss ich mir das vorstellen? Wie schnell komme ich auf die, ich sag mal, auf die 105 mm? Also wie stark, also von welchem Zeitaufwand sprechen wir da? Das richtet sich ganz danach tatsächlich, was für eine Tür vor mir liegt. Habe ich jetzt die Standard-Zimmertür, nenne ich es mal, die jetzt wenig Widerstand leistet, sind das wenige Pumphübe, weil ich da einfach keinen Arbeitsdruck in der Hydraulik aufbauen muss. Habe ich natürlich da irgendwas vierfach oder mehrfach verriegeltes oder bin auf Scharnierseite unterwegs, kann schon ein paar Pumpenhübe mehr erfordern, weil ich da einfach diesen hydraulischen Druck aufbaue und dementsprechend dann das Gerät seine Kraft aufbaut. Aber erfahrungsgemäß, früher oder später gibt jede Tür auf. Es geht schnell und es gibt jede Tür auf. So, wo geht's weiter? Als nächstes würde ich mir dann das RIT-Tool anschauen, wie es der Name schon sagt. RIT, also sprich gewaltsame Zugang, ist unser Kombigerät, das letzten Endes die Allzweckmöglichkeiten bietet, wie wir vorhin schon erwähnt hatten. Ich kann spreizen und ich kann schneiden. Also gerade speziell im Einsatz fürs Aufbrechen, aber auch fürs Entfernen von meinetwegen vorgehängten Gittern oder Schlössern, Ketten. Gibt es ja diverse Barrieren, die da im Weg sein können. Und mit diesem Kombigerät haben wir hier einfach die Möglichkeit, wirklich beide Szenarien abzudecken. Bei der vorliegenden Variante haben wir jetzt das neueste Modell. Was ist denn hier der Vorteil, also bei dem neuesten RIT-Tool? Unser neuestes RIT-Tool, das Werkzeug an sich, gibt es schon tatsächlich länger. Wir haben allerdings den Antrieb, also diesen hydraulischen, das hydraulische Aggregat, das am Gerät sitzt, weiterentwickelt und wir haben hier die Möglichkeit, zum Beispiel wasserdicht zu arbeiten. Sprich, wir können hier auch im maritimen Bereich das Gerät einsetzen, sind da mit IP68 wasser- und staubdicht und können somit auch mit solchen akkubetriebenen Geräten unter Wasser arbeiten. Also auch was die Energieversorgung betrifft, seid ihr IP68 zertifiziert? Genau, so ist es. Das komplette Gerät ist IP68 und somit steht dem Unterwassereinsatz wirklich nichts im Wege. Auf jeden Fall eine praktische Lösung, gerade wenn es vielleicht so Geschichten wie Unterwasserrettung oder Unterwasserzugriff geht. Genau. Was beim SmartForce vielleicht noch ein Thema sein kann, ist gerade für die Anwender die Elektronik, die verbaut ist, weil ich habe hier, wie wir es gerade schon gesagt haben, wie viel Kraft brauche ich, um in so eine Tür einzudringen, sehe ich optisch an unserem Dashboard, wann der Arbeitsdruck erreicht ist, also wann die maximale Kraft am Gerät anliegt. Und dann sehe ich, bietet die Tür tatsächlich den Widerstand oder warte ich einfach noch 2-3 Sekunden, bis es dann Also das ist sozusagen für Türhersteller oder Hersteller, die einfach mal ihren Sicherheitsgrad prüfen wollen, auch eine Lösung zu sehen, okay, bei 6 Tonnen gibt die Tür auf, ich gebe aber in meiner Artikelbeschreibung vor, dass die Tür 8 Tonnen Hubkraft widersteht und dann kann man sozusagen die Tür Lügen strafen. Auch das könnte man damit darstellen, weil wir sehen wirklich mit SmartForce jetzt Einblick ins Gerät, wie entwickelt sich der Druck, was für einen Enddruck brauche ich, dementsprechend was für eine Kraft leitet sich ins Gerät ab. Also das ist so dieser smarte Themenbereich, der jetzt für den Einsatzfall vielleicht tatsächlich nicht ganz kriegsentscheidend ist. Ja. Aber es ist letzten Endes was, wo man sagt, man kann die Thematiken da wirklich mal sich genauer anschauen. Auf jeden Fall interessant. Vor allem, wenn ich die Möglichkeit habe, die Daten aus so einem Einsatz zu ziehen. Wie gesagt, Daten ist das halbe Leben, also so vor allem diese auch auszuwerten und an Dritte weiterzugeben. Genau. Modularität sind beim RIT-Tool natürlich auch ist ein großer Punkt. Das heißt, ihr habt eure Einsätze bzw. die Spitzen, die vorne auf das RIT-Tool kommen, sind austauschbar. So ist es, gerade bei Kombigeräten das Spannende. Es hat nicht nur diese Doppelfunktion Spreizen, Schneiden, sondern ich kann mir den Einsatzzweck noch wesentlich erweitern, sprich mit wechselbaren Spitzen, zum Beispiel speziell für die Türöffnung, um einen geringen Anfangsspalt zu haben. Oder aber natürlich auch die etwas robusteren Spitzen, die standardmäßig auf Kombigeräten drauf sind, um wirklich auch Zugriffe an Fahrzeugen oder Zugänge an Fahrzeugen zu schaffen. Das, was wir in der technischen Hilfe als Standardvorgehen machen, ist auch für Einheiten interessant, um einfach auch an Fahrzeuge ranzukommen. Okay.
Ihr seht schon, hier wurde auf jeden Fall an alles gedacht, beziehungsweise aus der Praxis die meiste Erfahrung gezogen, um ein verlässliches Tool auf den Markt zu bringen, mit dem Einheiten vernünftig arbeiten können. Bei uns geht es nahtlos weiter mit der Firma Opcon und ich habe hier den Fabi. Schön, dass du da bist, der Chef der Firma Opcon. Jetzt die Frage voraus, was macht die Firma Opcon? Die Firma Opcon ist im Behördensektor tätig, sprich wir machen Aus- und Fortbildungen für Feuerwehr, Polizei, THW, Militärs. Roundabout gesagt das Thema Diensthundeweiterbildung, Öffnungstechnikseminare, teilweise taktische Medizin mit rein für manche Zielgruppen, aber auch Projektmanagement für Behörden, wenn es ums Thema Trainingseinrichtungen geht, wie können wir die optimieren, wie können wir bestehende Trainingseinrichtungen ändern oder neu bauen. Da sind wir beratend tätig und hier auf der Messe aber rein mit dem Thema Öffnungstechniken. Also wenn euch das Thema Opcon und das Portfolio der Firma Opcon näher interessiert, wir packen euch den Link unten in die Beschreibung mit rein. Es ist wirklich mannigfaltig, was die Firma Opcon anbieten kann, was die Ausbildungen und speziell für den taktischen und natürlich auch für den behördlichen Bereich anbieten kann. Aber hier und heute geht es in Opcon Weber Rescue um das Thema, wie kriege ich die Tür am schnellsten auf? Richtig, ja. Vom Prinzip haben wir seit ca. 6 Jahren das Thema Öffnungstechniken im Portfolio mit drin. Containerlösung, also die klassischen Seekontainer, wie es viele andere Firmen auch haben, da bin ich halt immer unflexibel. Ich habe einen Container irgendwo auf dem Hof stehen bei irgendeiner Behörde, ich brauche einen Stapler, um ihn zu bewegen oder einen Kran. Wir verbauen die Türen aber auch in Trainingsgebäude, dass ich da eben möglichst effektiv trainieren kann, ohne ständig richtige Türen zu zerstören, weil die kosten halt im Baumarkt mittlerweile Geld. Und wir haben aber auch unsere mobile Variante, das ist quasi das Produkt, was wir hinter uns sehen. Gehen wir gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Ich bin flexibler damit, ich kann mir das in ein freies Objekt mitnehmen, wo ich nicht zerstören beüben darf, als beispielsweise SEK. Kann meine Haupteindringstelle trotzdem simulieren. Das Innovative in unserem Produkt ist, was uns zur Konkurrenz abgrenzt. Wir haben die Möglichkeit, bis zu 17 Öffnungstechniken zu trainieren, wenn wir die Fensteröffnung mit reinnehmen. Aber sehen wir gleich. Und natürlich so oft ihr wollt. Also das heißt, ja, ihr müsst nicht unbedingt eine neue Tür dann anschaffen, wie er schon beschrieben hat, dass man hier eine Dauerlösung bzw. ein Dauerabo vom Baumarkt haben muss, um hier den ganzen Tag mit einer Einheit zu trainieren. Ihr könnt hier so oft, wie ihr wollt und 17 verschiedene Szenarien durchtrainieren. Richtig, genau. Also wir haben eine stabile Tür gewollt. Wir wollten keine Holzbauweise, weil die Tür kann ich im Freien stehen lassen. Das Schlimmste, was passiert nach ein paar Wochen Regen, dass vielleicht an blanken Metallstellen irgendwann mal Rost ansetzt. Vorteil bei unserem Türsystem ist, man kann entweder kurze Kurse bei uns buchen, wo wir quasi zu der Behörde hinfahren, oder die kommen zu uns nach Calw auf unser Gelände mit ab 12 Personen, führen wir einen Kurs durch, geht dann etwa 4 Stunden mit Theorie, Einweisung, sicherheitstechnische Belehrung, was alles eben dazugehört, und dann das reine Training an beiden Türsystemen. Hier sehen wir das Alpha-System, im Türrahmen haben wir noch das Bravo-System, wo wir gleich drauf eingehen, und so entstehen eben diese 4- bis 6-stündigen Kurse. Wir haben aber auch die Möglichkeit, flexibel zur Behörde hinzufahren. Jetzt eine Einheit, die in Berlin ist, die sagt, nach Calw für 15 Mann ist ein bisschen weit, dann fahren wir halt 1 oder 2 Mann mit unserem Türsystem nach Berlin, machen dort den Kurs. Alternativ kann eine Behörde, wenn sie sagt, die Anschaffung ist eventuell zu teuer, wenn sie das Gerät kaufen möchten, das ist immer im Feuerwehrbereich, haben wir die Möglichkeit, das System wochenweise auch zu vermieten. Das bedeutet, es wird der Einheit hingebracht, die kriegen eine kurze Einweisung, wenn sie keinen Kurs dazu buchen, kriegen trotzdem erklärt, wie alles funktioniert, und eine Woche später holen wir es einfach wieder ab. Ist relativ kosteneffizient, wenn sie die Zeit in dieser Woche möglichst hoch nutzen oder sagen, die eine Feuerwehr lädt sich eben noch 8 andere Feuerwehren drumherum mit ein, sodass möglichst viele darauf zugreifen können. Der große Vorteil dabei ist natürlich auch, dass ihr auf die spezifischen Tools der Einheiten schulen könnt, wenn ihr ins Haus kommt. Das heißt, es ist nicht zwangsläufig mit den Geräten der Firma Weber verknüpft, sondern wenn ihr dieses Türsystem euch oder die Firma Opcon mit dem Türsystem ins Haus kommen lasst, könnt ihr euch auf eure Ausrüstung schulen lassen und wie ihr am effizientesten damit umgeht. Ganz genau. Also wir sagen immer, wir nutzen mit dem klassisches Train as you fight Prinzip, wir nutzen die Geräte, die die Einheit hat, wenn sie welche hat. Wir hatten auch schon ein Ordnungsamt, die haben gar nichts. Da zeigen wir einfach verschiedene vor. Wir bringen Geräte mit, die können alle genutzt werden. Warum habe ich mich für die Weber-Geräte entschieden? Weil die Türöffner von Weber, sei es das RIT-Tool, der Door-Opener,
akkubetrieben oder die Handpumpe, aus taktischer Sicht die besten Geräte auf dem Markt sind, meiner Meinung nach, weil ich mit Geräten von anderen Türöffnungswerkzeugherstellern meistens vor der Türe stehen muss, um sie zu nutzen. Und das ist halt aus taktischer Sicht blöd für die Einheiten, wo auch mal Geschosse durch eine Tür durchkommen können. Natürlich kann ich mir einen ballistischen Vorhang hinhängen. Wir haben jetzt das neueste Produkt gesehen vom Earls, Top-Produkt, wo ich sage, besseren Vorhang habe ich noch nicht gesehen, vom Gewicht hält VPAM 3 optimal. Wenn ich ihn aber nicht habe, und das haben halt viele Einheiten nicht, brauche ich Geräte, wo ich möglichst neben der Türe stehen kann, um sie zu öffnen oder das Gerät anzubringen. Und das war der Grund, warum ich definitiv die Weber-Geräte bei mir im Pool mit habe. Um den Schritt nochmal zurückzumachen und das Thema, was ich eigentlich damit ansprechen wollte, nicht jede Einheit ist natürlich mit Weber-Geräten ausgestattet. Kann ja auch sein, dass eine Einheit überhaupt kein digitales Gerät hat und trotzdem also im Endeffekt noch mit analogen, das heißt mit dem Halligan oder irgendwas arbeitet. Das heißt, die Kunden haben auch die Möglichkeiten, sich von euch so schulen zu lassen oder von euch so weit beraten zu lassen, dass ihr sagt, schafft euch das an, das macht am meisten Sinn, hier könnt ihr am besten damit arbeiten. Ganz genau, also dadurch, dass wir diese 17 verschiedene Methoden trainieren können, haben wir natürlich die mechanische Öffnung, wo wir auch viel mit dem Halligan und mit der Ramme arbeiten oder mit anderen Hebelwerkzeugen. Bei der hydraulischen Öffnung, klar, nehmen wir die Geräte, aber wenn jetzt eine Behörde eine andere Firma nutzt, mal angenommen, Behörden machen den Fehler und nutzen falsche Geräte, die ja trotzdem funktionieren, sollen sie benutzen. Oder in den meisten Fällen ist es so, dass die dann relativ schnell feststellen, dass die Geräte, die wir dabei haben, ein wenig effizienter sind. Wollte ich gerade einhaken, ja. Aber ja, einmal so ein Gerät beschafft, das kostet ein paar Euro, da wechselt man nicht jährlich durch. Ja. Aber ja. Macht definitiv Sinn. Ja. Wie ihr seht, die Kombination der Firma Weber Rescue zusammen mit der Firma Opcon macht definitiv Sinn, einfach die Kräfte auf die verschiedenen Systeme zu schulen und natürlich auch den Umgang damit zu schulen, ist absolut, macht am meisten Sinn. Ihr, wie es der Fabi schon gesagt hat, ihr könnt das direkt bei der Firma Opcon anfragen für eure Einheit, für eure Feuerwehr etc. pp. Schaut auf die Homepage von Opcon und schaut auch auf die Homepage von Weber Rescue, was alles im Angebot und im Portfolio ist. Wir sehen uns wieder. Das war's von uns. Bye bye.